Der Großmufti von Jerusalem besichtigt musulmanische Truppen der deutschen Wehrmacht. Meldung an den Vorkämpfer der arabischen Freiheit. Die Ausbilder der musulmanischen Einheiten sind bewährte Frontsoldaten. In einer Waggonfabrik im deutschen Ostraum. Die aus dem Ofen kommenden Platten werden zu Federn verarbeitet. Einbau der Federn im Fahrgestell des Güterwagens. In rastloser Arbeit entstehen Tausende von Waggons für die Transportbedürfnisse des weiten europäischen Raums. 20.000 Wagen hat allein diese Fabrik in 2 Jahren hergestellt. Unsere Eisenbahnarbeiter beim Bau einer neuen Gleisanlage. Das neue Gleis wird im Stellwerk eingebaut. Die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs wird durch ein hochentwickeltes Signalsystem gewährleistet. Zu den verantwortungsvollen Aufgaben des deutschen Eisenbahners gehört im Kriege der Schutz der Transporte vor feindlichen Anschlägen. Blockstellen und Bahnhöfe im Osten sind mit Palisaden umgeben. Das Gewehr gehört hier zur Ausrüstung des Eisenbahners. Die in den riesigen Räumen von Banden verübten Anschläge können die Zugverbindungen mit der Front stets nur vorübergehend behindern. Die Eisenbahner werden im Verein mit der Wehrmacht auch mit den größten Schwierigkeiten fertig. Eine von den Schienen gesprungene Lokomotive wird durch hydraulischen Druck wieder auf das Gleis gehoben. Die Lokomotive ist wieder fahrbereit. Wachsamkeit ist alles. Jeden Augenblick ist der Eisenbahner im Osteinsatz bereit, seinen Zug mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. In Berlin. Reichsverkehrsminister Dr. Dorpmüller spricht zum Tag des deutschen Eisenbahners, der in Würdigung der Leistungen der Eisenbahner eingeführt wurde. Zum Tag des deutschen Eisenbahners bestimmte der Führer den 7. Dezember zur Erinnerung an die Inbetriebnahme der ersten deutschen Eisenbahn am 7. Dezember 1835. Tapferen Eisenbahnern wird das Eiserne Kreuz überreicht. Staatssekretär Dr. Ganzenmüller. Sechs besonders bewährte Eisenbahner belohnte der Führer mit der Verleihung des Ritterkreuzes zum Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern. Oberinspektor Hellenthal. Direktionspräsident Grimm. Lokomotivführer Kindervater. Er erhält die Auszeichnung aus der Hand des Jagdfliegers Hauptmann Nowotny. Direktionspräsident Lammertz. Lokomotivführer Bierschenk. Direktionspräsident Dr. Gudefroy. Reichsminister Dr. Goebbels beglückwünscht die ausgezeichneten Eisenbahner. Staatssekretär Dr. Ganzenmüller gibt einen umfassenden Bericht über die gewaltigen Leistungen der Reichsbahn. Reichsminister Dr. Goebbels überbringt den Männern und Frauen vom Flügelrad für ihren bewundernswerten Einsatz den Dank der ganzen Nation.
Eisenbahner sein heißt heute etwas mehr als einem x-beliebigen Berufsstand angehören. Es heißt heute, einen großen Teil der Kriegsentscheidung in der Hand haben. In dieser Stunde brausen Tausende von Zügen unter der Führung eurer Kameraden kreuz und quer durch Europa. Sie bringen Waffen und Munition an alle Fronten in die Hände des besten Soldatentums gelegt, das die Welt jemals kannte. Wir stehen fest und unerschütterlich als Volk und Nation in einem eisernen und unzerbrechbaren Ring um den Führer geschart. An der Lapplandfront. 2 Mann der Kompanie sind mit dem Urlaub an der Reihe. Ihr Kompanieführer gibt Ihnen die besten Wünsche mit auf den weiten Weg. Zuerst müssen unsere beiden Urlauber auf beschwerlichen Wegen zur nächsten Bahnstation gelangen. Unterwegs werden alle Transportgelegenheiten wahrgenommen. Urlauberkameraden von anderen Einheiten stoßen hinzu. Auf der Urlaubersammelstelle werden die Fahrtausweise ausgegeben. Nun geht es mit der Bahn weiter. Ein kurzer Aufenthalt in einer finnischen Stadt. Er wird zu Einkäufen und zur Verschönerung des äußeren Menschen benutzt. Das Rasieren und Frisieren wird hier von Frauen besorgt. Eine kurze Seereise beginnt. Im deutschen Hafen. Hier empfängt jeder Urlauber sein Führerpaket. Nun ist der schwierigste Teil der Reise überstanden. Der Zug rollt der Heimat zu. Unsere Feldbäcker bei der Herstellung des Weihnachtsstollens. Der Festkuchen ist genauso gut geraten wie sonst das Kommissbrot. Nachrichtenhelferinnen bei der Herstellung von Spielzeug. Eine alte Hose wird in reizende Stofftierchen verwandelt. Auch bei der Marine werden eifrig Weihnachtsvorbereitungen getroffen. An der Küste des Mittelmeeres. Hier ersetzen Palmenzweige den Tannenbaum.
Auch an der Atlantikküste ist Weihnachtsstimmung eingezogen. An der Ostfront. Auf einem Feldflughafen unserer Jäger. Ein erfolgreicher Jagdflieger wird vom Bodenpersonal beglückwünscht. Seine Maschine hat einen Treffer in die Tragfläche erhalten. Staffelkapitän Leutnant Lang schoss bei diesem Einsatz 8 Feindflugzeuge ab und errang damit seinen 100. Luftsieg. Leutnant Lang gehört als Leichtathlet und Mittelstreckenläufer zu den bekanntesten deutschen Sportlern. Der Staffelkapitän gratuliert einem seiner Feldwebel zum 50. Abschuss. Im großen Djepperbogen führte ein deutscher Gegenangriff zur Wiedereroberung der Stadt Schitomir. Der Aufmarsch beginnt. Zwischendurch eine kleine Stärkung, Bienenhonig aus der Wabe. Bei schwierigsten Geländeverhältnissen werden die Aufmarschräume planmäßig besetzt. Der Feind setzt Schlachtflieger gegen den beginnenden deutschen Angriff ein. Mehrere der Schlachtflieger werden von unseren Soldaten abgeschossen. Der deutsche Angriff in voller Entwicklung. Tigerpanzer übernehmen die Angriffsspitze. Ausgeschwärmt greifen unsere Grenadiere an. Links hinten im Bild fliehende Bolschewisten. Der deutsche Angriff ist bis zum Weichbild der Stadt Schitomir vorgetragen. Von allen Seiten ist die Stadt eingeschlossen. Nach hartem Ringen rücken unsere Truppen in Schitomir ein. Die Spuren der erbitterten Kämpfe. Der siegreiche deutsche Soldat nach der Schlacht. Nach halbjähriger Feindfahrt kehrt das U-Boot des Kapitänleutnants Güse aus dem Indischen Ozean in seinen Stützpunkt zurück. Der Kommandant wurde vom Führer mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet. Er versenkte 27 Schiffe mit 188.000 Bruttoregistertonnen. In tropischen Gewässern eine besondere Pflege der Geschütze notwendig.
Ununterbrochen sucht die Brückenwache die Kim ab. Eine Rauchfahne wird ostwärts von Afrika unter der Küste von Madagaskar gesichtet. Der Wachoffizier ruft: Kommandant auf die Brücke! Der Kommandant lässt tauchen. Im Seerohr die Küste von Madagaskar. Das U-Boot schiebt sich zwischen Küste und Feindschiff. Das Horchgerät nimmt die Schraubengeräusche des näher kommenden Dampfers auf. Da ist er! Noch ein sichernder Rundblick. Der Kommandant entschließt sich, den Dampfer durch Artilleriebeschuss zu versenken. Und auf!